Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und ich habe ein paar Testbiere vorbereitet, die wir jetzt durchgehen können, denn ich bin sehr daran interessiert, was das geeignetste oder interessanteste Malz ist, um ein Pale Crystal Malt darzustellen. Das ist ja eine Bezeichnung im Englischen, die gerne in Deutschland als helles Karamellmalz übersetzt wird. Tatsächlich sollte man aber nicht so Malze wie Carahell benutzen, das 30 EBC hat, sondern Pale Crystal Malt ist eigentlich als ungefähr 60 EBC definiert. Und deswegen gibt es da natürlich ein paar deutsche Malze, die man stattdessen nehmen kann. Zum Beispiel das Cara Red. Und einige von denen gucke ich mir jetzt an. Die Biere habe ich wieder so zubereitet, wie ich das ganz gerne mache. Ich mache ein helles Malz, ein Bier mit 100% hellem Malz, Pale Ale Malz. Und dann mache ich einen Heißwasserauszug mit so 60, 65, 70 Grad. Meistens um die 70 Grad, wo ich das Karamellmalz eine halbe Stunde ziehen lasse. Und diesen Auszug gebe ich dann zu den einzelnen Teilen von meiner Würze hinzu und habe deswegen einen Teil, der mit Hellmalz ist und dann die anderen Teile alle mit dem Karamellmalz jeweils. Bevor ich die jetzt einschütte, sollte ich vielleicht noch sagen, das mache ich immer in offenen Behältern, meistens so Messbecher und sowas, und deswegen ist das nicht ganz einfach zu bestimmen, wann die alle durch sind, weil das sehr unterschiedlich sein kann und ich nicht von jedem eine Schnellvergärprobe machen kann. Gleichzeitig sind die aber nicht verschlossen, das heißt, ich habe ein hohes Risiko für Infektionen und mache dann meistens das so, dass ich etwas früher abfülle und dafür nicht Zucker, und dann habe ich halt jetzt wahrscheinlich eine etwas geringe Karbonisierung. Bei einigen wird die vielleicht richtig sein, wenn ich Pech habe, auch bei dem einen oder anderen doch zu stark. Und dann könnte ich noch sagen, es ist tatsächlich im Sommer so gewesen, als es warm war, dass ich einmal Essig erzeugt habe, und das wollte ich diesmal auf jeden Fall vermeiden. Das war jetzt schon deutlich kühler, als ich die angesetzt habe, und ja, ich wollte jetzt in der Zukunft mal so ein bisschen mehr Testbiere machen und mal so gucken, wie viele von denen erfolgreich sind. Also hier haben wir einmal das helle Malz. Das hat schon ein bisschen Kohlensäure, ein bisschen viel sogar. Da geht's schon los. Ach so, ich mache die Biere so, dass ich die mit Sauermalz von Maische pH einrichte. Das bedeutet also, dass das für das helle Malz genau die richtigen Maische pH hat. 5,45 war das in diesem Fall jetzt rechnerisch. Das ist aber so, wenn man das mit Sauermalz macht, dass das danach, wenn man dann läutert und das kalkige Wasser benutzt, dann der Bier-pH sehr stark ansteigt. Während wenn man das gesamte Wasser anpasst, zum Beispiel mit Calciumchlorid und das Wasser durch Kochen, den Kalk durch Kochen entfernt, dann ist der Bier-pH nachher weniger. Und es war tatsächlich so, dass ich bei denen, wo ich dann zusätzlich noch Karamellmalz hinzugefügt habe, das war ja dann nach der Maische und nach dem Kochen, den habe ich dann getrennt gekocht, dann war es so, dass einige von denen, also alle mit Karamellmalz, die waren in der Flasche nach einem Tag klar. Das kann ich in diesen durchsichtigen Flaschen super sehen. Und die Hefe hat sich bei dem hellen Malzbier sehr, sehr langsam nur abgesetzt. Und das ist wieder so ein Zeichen von etwas, was ich vorher schon bemerkt habe. Wenn der Bier-pH-Wert zu hoch ist, dann setzt sich die Hefe am Ende nicht gut ab und sie vergärt auch sehr schlecht und man sieht, es ist dann leicht überkarbonisiert. Jo, das ist hier deutlich weniger der Fall, einfach weil die Gärung da schon abgeschlossen war. Das hier ist das Cara Red, das ist das hellste von denen, das hat 50 EBC. Dann kommen wir hier zu dem vom Bestmalz, Caramel Amber, das andere ist von Weyermann. Das sind also unsere zwei deutschen Vertreter hier und das hat, glaube ich, 60 im Durchschnitt. Die Karamellmalze schwanken immer naturgemäß sehr stark, einfach prozessbedingt. Aber der Durchschnittswert müsste um die 60 liegen. So, bloß nichts vertauschen. Dann kommen wir zu Warminster Pale Crystal. Das kriegt man momentan in Deutschland bei braumischung.de. Ein Laden, den ich sehr nett finde, weil der sehr viel englische Malz enthält. Sonst kaufe ich aber auch bei vielen anderen Läden ein, wo immer es was gibt. Es ist ja mit englischen Zutaten doch relativ selten, dass man was findet, was man gerade braucht. Das Warminster, meine ich, wäre bei 70 EBC. Angegeben als 60 bis 80, glaube ich. Das ist ja immer dann die ungefähre Abweichung. Und dann haben wir hier Thomas Fawcett Pale Crystal, das hat 90 EBC tatsächlich als Durchschnittswert. Ja, die Gärung war hier wohl auch noch nicht abgeschlossen. Ist aber nicht so schlimm. Tatsächlich war das helle Malz am stärksten am Schäumen und da beschuldige ich die zu langsame Hauptgärung. So, genau. Zur Schaumstabilität und so würde ich jetzt gar nichts sagen, weil die jetzt unterschiedlich stark geschäumt haben. Ich würde auch generell jetzt nicht so viel zur Gärverhalten oder irgend sowas oder Restextrakt, das habe ich alles jetzt nicht groß nachgemessen. Wichtig ist halt, wie riechen und schmecken sie. Und dann gucken wir mal, was das normale helle Malz so macht. Das kenne ich ja relativ gut, Hefe war wieder S04, direkt vom Trockenstadium aus. Ich habe ja gemerkt, dass S04 gerne auch mal ein bisschen fruchtiger wird, wenn man sie fortführt und propagiert, aber das ist jetzt aus dem Trockenhefestadium her. Ja, ist ein sehr angenehmes,
angenehmer, leckerer Geruch. Ich habe hier tatsächlich sehr viel Hefe drin, sehe ich gerade, durch die hohe Kohlensäure. Ist aber jetzt nicht groß schlimm, riecht man nicht raus. Hat tatsächlich eine leichte Würzigkeit, obwohl ich bei den Testbieren nur Bitterhopfen verwende. Ja, Geschmack ist etwas hefig. Schmeckt tatsächlich wie so ein Kellerbier, so ein bisschen angenehm hefig. Hatte ich bei der S04 noch gar nicht so oft. Meistens sind englische Hefen relativ unangenehm in der Bittere. Jetzt nachhängend ist es auch ein bisschen aggressiv. Aber typisch, wie ich das kenne, man schmeckt das PDL-Malz raus, was halt so einen ganz leicht keksigen Geschmack erzeugt. Gucken wir mal, was die Karamellmalze daraus machen. Also hier ist das Cara Red. Ich muss natürlich jetzt bei jedem von denen hoffen, dass noch keins zu Essig geworden ist. Ich kriege jetzt hier eine leicht scharfe Note raus. Ich guck mal, was es ist. Nö, das ist in Ordnung. Also, was schmecken wir? Wir schmecken ein bisschen leichte rosinige Früchte. Das hatte ich beim ersten Mal, wo ich das Cara so systematisch ausgetestet habe, im Vergleich zu anderen Malzen von Weyermann, auch so festgestellt. Das ist sehr mild, sehr dezent. Andere dunklere Karamellmalze, auch von Weyermann, sind da deutlich intensiver. Und ich hatte mal den Eindruck, die Weyermann-Malze gehen sehr stark Richtung Früchtearomen, während zum Beispiel das Cara Crystal war das von Brewfern, das ist relativ, ja, dunkel, kernig, brotig, karamellig. Also eine ganz andere Richtung als diese Fruchtnoten. Ja, sehr zurückhaltend, halt wirklich leichte Rosinennote, sonst nicht viel. Dann gucken wir mal das Bestmals Caramel Amber. Ja, das ist schon deutlich kerniger. Nicht sehr viel, aber die Richtung ist halt einfach nicht nur reine angenehme Frucht, sondern ein bisschen so ein, ja, es ist noch nicht richtig Brotkuster, aber es ist so ein bisschen, ja, Schwarzbrotcharakter, ein bisschen intensiver, obwohl die Farbe ja nur minimal dunkler ist. Also das ist vielleicht, ich weiß ja nicht, wie die Englischen sich jetzt im Verhältnis sind, würde ich jetzt vermuten, wäre ein bisschen mehr in Richtung eines englischen Karamellmalzes. So, Warminster. Die Karamellmalze riechen übrigens alle drei gleich. Die haben alle so einen leicht scharfen Geruch. Das ist aber, glaube ich, einfach nur so ein ganz leichter Anfang von einem Geruch nach verbrannter Brotrinde, sowas in der Art. Irgendwie so ganz leicht scharf. Das ist nicht wirklich intensiv. Achso, ich habe ja wieder wie bescheuert da 25% reingetan. Ne? Also das ist äquivalent zu einer Schüttung mit 25% Karamellmalz. Das würde man ja normalerweise nie tun. Das mache ich aber deswegen, damit ich den Geschmack auch wirklich rausschmecke. So, wie schmeckt das Warminster? Oh, das ist ein bisschen komplexer sogar noch. Was haben wir denn da? Ist auf jeden Fall Brotrinde, sehr deutlich. Es hat auch so eine Honignote. Es ist gar nicht so richtig Karamell im Sinne von so angebrannter Zucker, sondern es ist schon so ganz leicht karamellig. Vielleicht so ein, ja, so Werthers Original oder Werthers Echte. Wie heißen die heutzutage? Ich glaube, Werthers Echte ist der alte Name. Werthers Original heißen die heutzutage. Aber auch Honig irgendwie da drin. Es ist eine relativ intensive Note nach so einem, ja, nicht zu hell der Honig, aber auch kein Waldhonig, irgendwie so eine Mischung. Finde ich in der Tat ziemlich komplex. Vielleicht muss ich gleich die anderen nochmal mit dieser Erkenntnis nochmal gegen probieren. Hier jetzt sehr viel Schaum, aber das ist bei dem hellen mit der vielen Kohlensäure ja auch gewesen. Hier ist ja auch relativ viel Hefe bei. Gucken wir mal, was wir daraus schmecken. Riecht auch so wie das ganz helle. Achso, generell ist es so, dass viel Kohlensäure besonders die Hopfennoten betont und wenig Kohlensäure lässt einen mehr das Karamell, nicht das Karamell, sondern das Malz generell schmecken. Da habe ich jetzt kaum was rausgeschmeckt. Das ist ein bisschen sehr stark carbonisiert. Mal gucken, ob ich das beim nächsten Set ein bisschen präziser hinkriege. Also ich finde es nicht intensiv. Es sind so, ja, es ist von Intensität so wie die anderen beiden eher auch. Also das Warminster scheint ein bisschen rauszustechen. Ein bisschen, ja, ich glaube, ist am brotigsten. Es geht am meisten Richtung Brotrinde. Es ist ja auch ein Ticken dunkler als die anderen. Es erinnert mich ein bisschen an das Münchner Malz 2, muss ich ganz ehrlich sagen, so vom Charakter her. Ja, einfach ein bisschen so knackige Brotrinde beim Roggenbrot, irgendwie sowas Dunkleres, würde ich da denken. Genau. Jetzt wollte ich aber nochmal das Caramel Amber im Vergleich probieren. Einfach, dass ich so ein bisschen hinherspringe, ein bisschen ausmittele.
schmecke ich da ja. Das hat nicht die Honignote wie das Warminster, aber es hat so eine Mischung aus Fruchtnoten und Karamellnoten. Aber halt alles auch relativ leicht. Ich denke, das liegt daran, dass das alles helle Farben sind für die Karamellmalze. Dass sie nicht irgendwie so eine kräftige Karamellnote haben. Ja, da würde ich sagen, ist so wirklich eine Balance zwischen was hellem, fruchtigen und ja, ein bisschen brotig, ein bisschen karamellig, so wirklich eine ganz leichte Balance, während das Warminster schon ein bisschen stärker ist. Ja, nochmal zurück zum Cara Red. Ja, wirklich ganz dezent. Ganz fein. Nur Frucht. Also ich merke da wirklich nichts, was ich mit einem Karamellmalz so vom Namen her verbinden würde, aber es ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Ich benutze das sehr gerne als Ersatz für Pale Crystal Malts, weil man das am einfachsten kriegt. Zumindest da hatte ich jetzt in den Shops am öftesten gesehen. Das Caramel Amber ist mir tatsächlich von Westmatt zur Verfügung gestellt worden, aber ich habe auch einen Shop irgendwo im Internet gefunden, wo es das auch gibt. Ich glaube, vielleicht war es Ami-Hopfen oder sowas. Die stellen sich ja auch immer besser auf mit der Zeit, weil einfach der Hobbybrauermarkt immer mehr steigt. Und das Thomas Fawcett habe ich tatsächlich nirgendwo gesehen. Das wurde mir von YouTube-User Waymay mal zugeschickt im Rahmen von einer ganzen Reihe von britischen Karamellmalzen, die er hatte. Ja, probieren wir das nochmal. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen weniger am Sprudeln. Ist tatsächlich am ehesten so ein bisschen scharf, wobei das auch die Hefe drin sein könnte. Ein bisschen, ja, angebrannt am ehesten noch von denen, aber es ist wirklich auch alles sehr mild. So, und jetzt das hier, was ich ja vorhin noch am besten fand. Der Geruch, also wenn man es ansetzt, merkt man das schon. Das ist wirklich sehr toll. Also das kann ich tatsächlich uneingeschränkt empfehlen. Ein toller, heller Karamellgeschmack, der nicht jetzt einfach nur ultra intensiv oder ultra dunkel ist, sondern wirklich am komplexesten. Intensität ist ungefähr gleich bei denen, wobei, ob ich da jetzt immer perfekt die richtige, wenn die Körner unterschiedlich viel aufsaugen an Wasser, ist das ja schon alles unterschiedlich, ne? Deswegen ist das jetzt nicht perfekt. Aber ich würde sagen, von der Komplexität ist das Warminster Pale Crystal mein absoluter Favorit. Die anderen sind auch alle völlig in Ordnung, geben aber eben verschiedene Geschmackseindrücke. Wenn man es fruchtiger mag, dann eher Weyermann. Wenn man es ausbalanciert mag, die in der Mitte. Und hier das Thomas Fawcett ist schon ein bisschen mehr Richtung reines Brot, reine Knackigkeit, so Kernigkeit. Okay, das wär's mit diesem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich entweder irgendwas abgedrehtes braue oder vielleicht ein neues Set an Testbieren habe. Dann macht's gut. Tschüss.